Knocking on Heaven's Door, ein wirklich wunderbares Gitarrensolo von Slash, also dem Gitarristen von Guns N' Roses. Was weißt du sicher? Sollte der Vorspieler hier etwas kurz ausgefallen sein oder auch komplett fehlen, das liegt dann an dem YouTube'schen Urhebergedöns und ich musste den Vorspieler nachträglich entfernen. What? Du findest diesen dann aber in einem Short-Video, das ich in ein paar Tagen nach dieser Veröffentlichung hier herausbringe und in der Videobeschreibung dann verlinke. Yeah. So, zurück zum Solo. Es ist nicht nur ein wunderschönes Gitarrensolo, sondern auch ein optimales Einsteiger-Gitarrensolo. Das wiederum nicht heißt, dass es für einen absoluten Gitarrenanfänger geeignet wäre. Ein Gitarrenanfänger und Gitarrensolo bedeutet in der Regel reines Malen nach Zahlen, also Tabs und so, ohne jeglichen musikalischen Bezug bzw. irgendeiner gitarristisch-technischen Fähigkeit. Sind wir mal ehrlich, das ist auf Ewigkeit unhörbar sowas. Nein, es ist ein Solo für den Gitarristen, der das Solospiel vielleicht gerade lernt und sich mit den verschiedenen Techniken wie Bending, Slides, Hammerings, Pulls, was gibt's noch, keine Ahnung, auseinandergesetzt hat und diese in einem geeigneten und äußerst bekannten Solo musikalisch anwenden will. Pentatonik ist in dem Fall auch meist kein Fremdwort mehr und in den einzelnen Licks gehe ich aber auf all diese Dinge nochmal genauer ein. Mein Tutorial hier ist so aufgebaut, wie du meiner Meinung nach jedes Gitarrensolo lernen und üben solltest und wie auch ich jedes Gitarrensolo lerne und übe. Nein, nicht von vorne bis hinten durchspielen und sich sein Leben lang wundern, dass man sich immer an den gleichen Stellen verspielt, sondern scheibchenweise, Lick für Lick, was sonst. Das heißt auch erstmal die einzelnen Licks als solche zu erkennen und dann einzuordnen. Dann auch die Frage, in welcher Tonart bzw. Skala befinde ich mich denn beim jeweiligen Lick? Also welche Töne daraus werden überhaupt gespielt? Denn das ist absolut notwendig, um überhaupt zu verstehen, was du da spielst. Und nein, es ist nicht egal, ob du das weißt oder nicht. Kleines Beispiel, du spielst mit deiner Band live vor Publikum und du bist dran mit deinem Solo. Kein Problem, du hast ja die Tabs gelernt und das Teil auch schon 1000-mal geprobt. Läuft. Auf einmal, so mittendrin im Solo, verlassen dich deine Zahlen im Kopf. Und das passiert öfter, als du denkst. Was passiert dann? Zwei Möglichkeiten. Erstens, du weißt gerade genau, in welcher Skala du dich befindest und improvisierst das Solo locker zu Ende. Oder zweitens, du hast keinen Schimmer, was du da tust und suchst den Rest des Solos nach dem richtigen Ton. Kann man so machen. Machen auch leider zu viele, aber man darf sich dann nicht wundern, wenn nach dem Solo keine Zuschauer mehr da sind. Also, such's dir aus. Noch kurz zum Verständnis. Die einzelnen Licks habe ich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit und besseren Übersicht halb so schnell notiert. Das heißt, Sechzehntelnoten werden zu Achtel, Achtelnoten zu Viertel und so weiter. Am Ende des Videos spiele ich das Solo nochmal komplett in halber Geschwindigkeit, da blende ich aber dann die original schnellen Tabs ein. Und wer meine Tabs als PDF haben will, hat wie immer auf meiner Unterstützerseite bei Tipeee gegen eine kleine einmalige Unterstützung die Möglichkeit dazu. Du bekommst die einzelnen Licks, wie ich sie auch einblende, also auch mit den jeweiligen Skalen dabei, das komplette Solo in halber Geschwindigkeit und in Originalgeschwindigkeit. Also 3 in 1. Knocking on Heaven's Door steht in der Tonart G-Dur. Slash spielt dementsprechend im Solo überwiegend die G-Dur-Pentatonik, allerdings besser bekannt als E-Moll-Pentatonik. Also wer es noch nicht weiß, E-Moll ist die parallele Molltonart zu G-Dur. Das heißt die gleichen Töne, man denkt sie sich lediglich von einem anderen Grundton aus. Der erste Lick spielt sich im wohl bekanntesten Pentatonik-Pattern der Gitarristengeschichte ab. Ich nenne es hier Pattern 3. Manche Lehrbücher haben hier andere Namen. In meinem Gitarrenunterricht benutze ich seit 3 Jahrzehnten das Buch Rock Guitar Secrets von Peter Fischer und da ist das Pattern 3 und deshalb ist es hier jetzt auch Pattern 3. Und wie du an den grünen Punkten erkennst, kommen tatsächlich nur 3 Töne daraus im ersten Lick vor. Beginnt am 12. Bund der G-Seite auf die Zählzeit 2. Auf die 3, den 14. Bund zuerst stumm ziehen und dann erst anschlagen. Saitenziehen kennt man ja meist so, dass man zuerst anschlägt und dann zieht. Hier ist es umgekehrt. Auf 3 und ein Reband, also wieder runterlassen und Pull-Off auf den 12. Bund. Den 14. Bund dann anschlagen auf die 4 und.
Im zweiten Takt von Lick 1. Dann noch B-Seite, 15. Bund. Wieder dieser Pre-Bend, also das Ziehen vor dem Anschlag, wieder ablassen und den 12. Bund anschlagen. Zweimal. Lick 1, einmal komplett, mit Klick natürlich. Dringender Appell, übe immer mit Klick, deine Mitmusiker werden es dir danken. Lick 2 bewegt sich durch 2 Pentatonikskalen. Pattern 3 wie gehabt und jetzt noch Pattern 4. Hier kommen jeweils 2 Töne aus jeder Skala zum Einsatz. Ein Slide auf den 14. Bund D-Seite, dann 12. Bund G-Seite, Slide auf den 17. Bund der B-Seite und abschließend der 15. Bund B-Seite. Lick 3, wieder Pattern 3, diesmal allerdings ein Ton dabei, der nicht zur Pentatonik gehört, sondern zur kompletten Mollskala. Zählzeit 4, Pull-Off, 13. Bund auf den 12. Bund B-Seite, 13. Bund dann ziehen, wieder Pull-Off, dann nochmal, allerdings die 13 als punktiertes Viertel halten, also 3 Achtelschläge. Lick 4, gleiche Skala wie in Lick 3 mit gleichem Zusatzton. Es ist so ziemlich Halbzeit, also es kommen noch 3 Licks. Deshalb hier mal die ersten 4 Licks im Zusammenhang. Lick 5, wieder Pattern 4 der E-Moll-Pentatonik. Auf die Zählzeit 3 Slide auf den 17. Bund der hellen E-Seite, 15. Bund E-Seite, 17. Bund E-Seite, diesen Ton 2 Schläge halten und auf die 3 dann ziehen, ohne vorher nochmal anzuschlagen. Auf die Zählzeit 4 dann wieder die 17 anschlagen und wieder ziehen. Zum Abschluss von Lick 5 dann der 15. Bund der hellen E-Seite. Lick 6 jetzt im Pentatonik Pattern 5. Und einem zusätzlichen Ton aus der Molltonleiter. Dieser Nicht-Pentatonik-Ton wird dann gezogen, zwischendurch mal die 19 gespielt und am Ende des Licks der 17. Bund B-Seite. Lick 7, wir sind wieder im Pattern 3 angekommen. 2 Bandings im 15. Bund der B-Seite. Nur den ersten anschlagen. Das gleiche am 14. Bund der G-Seite. Und zum Abschluss 12. Bund G-Seite und 15. Bund helle E-Seite. So viel mal zu den einzelnen Licks. Jetzt, wie angekündigt, natürlich das komplette Solo nochmal in halber Geschwindigkeit. Einblenden tue ich dazu dann aber die Tabs in Originalgeschwindigkeit. Das Originaltempo des Solos, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, liegt bei 66 Beats per Minute.
Worte von mir zu dem Gitarrensolo von Knockin' on Heaven's Door von Slash von Guns N' Roses. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.